Heute verrate ich euch etwas, das noch nie jemand über Hefewasser wusste. Ihr denkt jetzt vielleicht, ich betreibe Clickbait oder möchte euch damit nur locken. Tatsächlich habe ich wieder viele interessante Informationen zum Thema Hefewasser für euch und das, was zum Schluss kommt, wird euch wirklich überraschen. Hallo, hier ist Emma. Emma Magians. Hier auf diesem Kanal erfahrt ihr ja alles über das Herstellen der eigenen Hefe, dem Hefewasser. Ich zeige euch alles Schritt für Schritt und gebe euch tolle, leckere Rezepte an die Hand, mit denen ihr selbst gutes Gebäck in euren Alltag mit der Wildhefe integrieren könnt. Ihr seid neu hier? Dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann erfahrt ihr immer, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Teilt die Videos, dann erfahren auch andere, wie einfach und leicht Hefe selbst herzustellen ist und was für köstliches Gebäck man hiermit machen kann. Aber genug geredet, kommen wir jetzt zu diesem Video. Vor einiger Zeit habe ich euch ja schon einige Geheimnisse über Hefe verraten. Das Video dazu, falls ihr es noch nicht kennt, verlinke ich euch oben unter der Infokarte. Dann könnt ihr es euch noch einmal anschauen. Übrigens, das, was ihr gerade im Hintergrund seht, bringt uns zu dem ersten Thema, der veganen Hefe. Ich habe früher auch immer Hefe mit Wasser, einem Anstellgut und Honig gemacht. Einige können sich sicherlich noch an diese Videos erinnern. Nun bin ich letztes Jahr mit meiner Familie umgezogen und habe da eine neue Hefe angesetzt. Das mache ich immer mal wieder zwischendurch, weil ich Neues teste. Und meine Haupthefe mit Datteln habe ich aber jetzt geändert und den Umzug zum Anlass genommen, diese jetzt vegan zu machen. Das heißt, statt dem Honig verwende ich Zuckerrübensirup. Und ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Die armen kleinen Bienchen arbeiten schwer für den leckeren Sirup und daher bin ich jetzt umgestiegen. Und vielleicht habt ihr auch einmal Lust, das auszuprobieren. Denn testet euch einfach mal generell aus. Nehmt nicht immer die gleichen Zutaten, sondern probiert herum. Ihr werdet merken, das verändert die Qualität und den Geschmack des Hefewassers wirklich immens. Schreibt mir doch einmal in den Kommentaren, wie ihr es macht. Welches Anstellgut verwendet ihr und ob ihr einen geschmacklichen Unterschied dabei feststellt. Gerade wenn ihr neu hier auf diesem Kanal seid und euch mit dem Thema Hefewasser noch gar nicht so beschäftigt habt, dann gibt es häufig immer die Frage, wie ist denn das, kann ich mal die falschen Mikroorganismen züchten? Also das, was ich dann zu mir nehme, ist das vielleicht schlecht für meine Gesundheit? Und ich habe jetzt extra eine bestehende Wildhefe genommen und sie absichtlich schlecht werden lassen. Zumindest habe ich das probiert. Es hat wirklich sehr lange gedauert, bis die Hefe tatsächlich schimmelige Schlieren bekommen hat. Und das könnt ihr jetzt gleich hier im Hintergrund bei den Fotos erkennen. Weitere Schimmel können aber auch feste weiße Bestandteile sein. Das habe ich versucht nochmal nachzuempfinden. Mir ist es tatsächlich auch mal vor 1-2 Jahren so gegangen. Und das hat aber in diesem Experiment nicht geklappt. Wenn das mal wieder vorkommt, zeige ich euch das natürlich gerne. Interessant war aber, dass obwohl sich diese schimmelige Haut oben gebildet hat, es nicht nach faulen Eiern oder ähnliches gerochen hat. Hattet ihr schon mal den Fall, dass euch das Hefewasser umgekippt ist? Wie sind eure Erfahrungen gewesen? Teilt mir auch das gerne in den Kommentaren mit. Ich bin da wirklich sehr gespannt. So, und jetzt seht ihr im Hintergrund, wir kommen zum wichtigsten Punkt und zum größten Geheimnis bei der Herstellung von Hefewasser. Ein Abonnent fragte mich, ob man das Hefewasser, sobald es das erste Mal einmal fertig ist, nicht auch ohne Anstellgut vermehren kann. Die Hefepilze seien ja schon im Hefewasser vorhanden und ich muss zugeben, ich fand die Frage im ersten Moment merkwürdig, dachte mir aber, ich gehe der Sache mal auf den Grund und ihr werdet staunen. Ich stelle gerade im Hintergrund eine neue Hefe her. Das, was ihr rechts gesehen hattet, war die ganz normale Bestandshefe, da waren noch Datteln drin. Davon nehme ich 100 Milliliter und habe jetzt hier links ein heiß ausgewaschenes Gefäß, habe dann da Leitungswasser hineingegeben und wenn das Glas sich abgekühlt hat, weil es natürlich vorher heiß ausgespült wurde, gebe ich dann das Hefewasser hinzu, einen Teelöffel Zuckerrübensirup und dann mache ich erst einmal nichts. Denn die Theorie ist ja, wenn da schon Hefepilze sind, können die sich auch einfach durch den Zucker weiter vermehren. Das ist dann deren Nahrung. Hier links habe ich wieder eine herkömmliche Hefe mit Datteln. Das ist mit der gleichen Bestandshefe gemacht wie rechts das Wasser. Und ihr konntet jetzt schon sehen oder seht hier auch,
Das hat viel mehr Schaum ohne Anstellgut und zwar innerhalb paar weniger Stunden. Ich war total überrascht. Also anscheinend ist tatsächlich das möglich, ohne weiterhin Anstellgut zu geben, die Hefepilze weiter zu züchten. Allerdings reicht mir das ja nicht. Ich muss noch ein bisschen mehr schauen. Das heißt, ich habe, also rechts das Hefewasser ganz kurz, das war am nächsten Morgen fertig. Ich habe das abends gemacht, am nächsten Morgen konnte ich damit schon backen. Das habe ich einfach am Geruch festgestellt. Ich mache das ja schon jahrelang, ich weiß, wie es riechen muss. Links die Hefe hat tatsächlich wieder 2 Tage gebraucht. Das ist ja per se nicht schlimm. 2 Tage ist ja jetzt nicht die Welt und ich bin da ja schon sehr geübt drinne. Aber bei der rechten Variante ohne Anstellgut, die habe ich dann nochmal so 2 Tage im Kühlschrank gelagert, nee, 3 Tage waren es, während die andere Hefe nochmal eben fertig wurde. Und die habe ich dann auch nochmal für 1 Tag in den Kühlschrank gestellt. Und da habe ich dann festgestellt, dass das nicht mehr so gut war. Also die war noch am Leben, hat alles geklappt. Doch wenn ihr dann das Hefewasser ohne Anstellgut verwendet, müsst ihr es vielleicht vorher wie so ein Sauerteig nochmal kurz füttern. Das heißt, ich habe es aus dem Kühlschrank genommen und nochmal eben einen Teelöffel Zucker hinzugegeben. Doch, ich habe es tatsächlich ausführlich getestet und habe hier einen Teig, und zwar Osternester. Das Rezept kommt auch in den nächsten Tagen einmal. Hier links war das normale Hefewasser in Anführungsstrichen mit dem Anstellgut, rechts das ohne den Datteln. Und jetzt könnte man sagen, naja, das ohne Anstellgut ist ja überhaupt gar nicht so gut aufgegangen. Aber hier seht ihr das Ergebnis. Hier sind alle Osternester und sie sind alle komplett gleich geworden. Das heißt, obwohl der Teig nicht so gut aufgegangen ist, hat es keinen Unterschied im Ergebnis gemacht. Mich hat das Ergebnis total überrascht und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Werdet ihr das mal ausprobieren? Lasst es mich in den Kommentaren wie immer wissen und ich freue mich, wenn ihr das Video teilt und ihm ein Like gebt und sende euch liebe Grüße, eure Emma.